Kannst du dir das vorstellen? Eine Fernbeziehung zwischen der Schweiz und New York. Na, den Luxus würde ich mir auch gerne mal leisten. Ja, was denn? New York oder die Schweiz? Über so weltbewegende Fragen nachzudenken, anstatt mich hiermit zu quälen. Ist das ein Rausschmiss? Ja. Okay. Hilfst mir bitte? Dankeschön. So, jetzt muss ich aber wirklich arbeiten. Schon gut. Gehen wir später essen? Ich habe noch eine Verabredung mit ein paar Kommilitonen von dir. Die wollen bestimmt nicht, dass du auf leerem Magen ihre Klausuren korrigierst. Um 8? Lars, lass dich nicht so bitten. Okay, aber Ja. ein bisschen Zurückhaltung in der Öffentlichkeit. Einverstanden? Ich möchte nicht, dass das in der Uni die Runde macht. Dozent und Studentin, das kommt nicht so gut an. Schon in Ordnung. Dann zieh ich mal lieber was Hochgeschlossenes an. Ja, glaubt Carla denn, ich erzähle das jetzt überall rum? Naja, ihre Familie darf davon nichts erfahren. Dann soll sie dich auch nicht so angucken. Wie guckt sie mich denn an? Na, verliebt halt. Deswegen war mir doch gleich klar, was zwischen euch los ist. Echt? Ja, echt. Dann hast du mir auch noch die ganze Zeit von deinem geheimnisvollen Lover erzählt. Also du hast mir nie wirklich was erzählt und das ist überhaupt nicht deine Art. Und dann habe ich diese Blicke gesehen. Und ich habe auch gemerkt, dass dich irgendwas bedrückt, dass du ein Geheimnis mit dir rumträgst. Und dann dachte ich eben, ich roll euch jetzt mal den roten Teppich aus. Soll ich mal mit Carla reden, um sie zu beruhigen? Lieber nicht. Das ist ganz lieb von ihr, aber das macht es nur noch schlimmer, glaube ich. Weißt du, ich habe sie schon so oft darum gebeten, dass ich wenigstens dich einweihen darf. Das wäre auch besser gewesen für dich. Es geht im Grunde genommen immer nur um sie, um ihren Vater, um die Presse. Diese ganzen Weltuntergangsszenarien, falls irgendwas an die Öffentlichkeit kommen sollte. Als ob mir diese Heimlichtuerei nicht an die Nieren geht. Und trotzdem. Mich hat's ganz schön erwischt. Jetzt habe ich Angst, dass sie die Notbremse zieht. Ruf sie an. Wieso ich? Ja, wieso nicht, du? Das darfst du doch nicht so vor dir herschieben. Du musst mit dir reden. Ich weiß am besten, wovon ich spreche. Carla. Na los, geh ran, red mit ihr, triff dich mit ihr. Hallo, Carla. Hallo. Guten Abend. Guten Abend, Hanna. Hallo, Lars. Hallo, Vanessa. Danke für den schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Na? Ganz allein hier heute Abend? Es freut mich ja zu sehen, dass es dir anscheinend gut geht. Oh, danke. Wie großzügig von dir. Ich hoffe, ihr werdet glücklich miteinander. Ja, stell dir vor, das sind wir bereits. Und wenn du noch so ungläubig schaust, es gibt noch andere Frauen außer dir. Lars, möchtest du noch was trinken? Sie ist jung, sie ist sexy. Es ist jetzt gut. Du musst mir nichts beweisen. Wenn du glaubst, dass... Hallo, Isabel. Du, es gibt da wohl ein kleines Missverständnis. Jemand wartet hier auf dich. Carla. Es tut mir leid. Ich dachte, wir treffen uns im Schneiders. Mir tut's leid.
Heute Vormittag, ich dachte wirklich, du willst dich von mir trennen. Als ich da draußen vor der Tür stand. Ich weiß nicht, wie ich sowas sagen konnte. Ich verstehe das. Oder ich versuch's zumindest. Ich will auch gar nicht weiter darauf herumreiten, Ja, aber ich weiß. Natürlich brauchst du jemanden, mit dem du über all das reden kannst. Nicht irgendjemand, sondern deine beste Freundin. Und das sagst du jetzt nicht nur so. Sind die für mich? Ja. Ich dachte spontan an rote Rosen. Aber ich fand die dann doch besser. Wilder. Ich liebe dich. Und ich möchte, dass es dir gut geht. Ich muss dich jetzt enttäuschen. Meine Schicht fängt gleich an. Schade. Dann lege ich für heute mal einen Familienabend ein. Ben wird sicher froh sein, wenn ich mich mal wieder blicken lasse. Oh ja, das wird er. Seine Tochter sieht er ja momentan auch kaum. So beschäftigt wie die ist. Sag mal, Lars, bist du eigentlich glücklich mit der Kleinen von Beinbach? Ich meine, es geht mich zwar nichts an. Richtig, es geht dich nichts an. Ich frage mich nur langsam, ob du Vanessa wirklich magst. Oder ob du sie nur dazu benutzt, Hannah zu zeigen, dass es auch ohne sie geht. Hallo, Carla. Hallo. Na, so gut gelaunt heute? Ich höre... Danke. Dein Studium hat sie richtig angetan. Vor allem ein gewisser Dozent. Carla, könntest du das für dich behalten? Bitte? Mein Vater wäre bestimmt nicht begeistert, wenn er erfährt, dass ich mit Lars zusammen bin. Klar. Dann haben wir jetzt beide ein Geheimnis. Ja, so wie es aussieht, scheint es ja was Ernstes zu sein, oder? Quatsch. Nur eine kleine Affäre. Lars, ich finde es absolut okay, wenn du ein bisschen Spaß haben willst. Solange dieses Mädchen es auch so sieht. Vanessa, die weiß ziemlich genau, was sie will. Und gerade das finde ich ja so reizvoll. Weißt du, Lars, er ist einfach ein richtiger Mann. Und naja, bis jetzt hatte ich nur Jungs eben. Ja, das klingt ernsthaft. Ja, so wie es aussieht, hat Lars die Trennung von Hannah wirklich gut überstanden. Ja, er lebt total auf. Ich glaube, er mag mich wirklich. Unterschätzt du da nicht ein bisschen deine Wirkung auf sie? Wer weiß denn, was sie unter einer Affäre versteht? Immerhin ist sie ja noch ziemlich jung, ne? Charlie. Hör mal, Lars, das soll nicht moralisch klingen. Ich fände es nur einfach traurig, wenn du ihr am Ende das Herz brichst. Vanessas Herz ist hier nicht involviert, da bin ich ganz sicher. Schönen Abend noch. Bis dann. Herein. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Auflandschein? Wenn es wichtig ist. Es geht nochmal um das Immobiliengeschäft, das ich Ihnen vorgeschlagen hatte. Nun, die Zeit drängt. Am Ende schnappt uns noch jemand das Geschäft mit dem Kongresszentrum weg. Glauben Sie mir, es gibt, weiß Gott, genügend Interessenten für diesen Deal. Halten Sie mich für einen Anfänger? Ja, selbstverständlich nicht. Haben Sie denn schon mit Ihrem Herrn Vater gesprochen? Herr von Beinbach, es ist nicht nötig, dass ich meinen Vater wegen dieses Deals behellige. Ich bin Generaldirektor dieser Bank und ich treffe hier die Entscheidung. Ist das klar? Ja, durchaus, das war sehr deutlich. Ich wollte nur wissen, ob der Deal nun zustande kommt oder nicht. Natürlich kommt dieser Deal zustande. Über das Wie brauchen Sie sich sowieso keine Gedanken zu machen. Jetzt bist du wirklich zu weit gegangen. Wie kann man nur so hinterhältig sein? Kannst du mir mal verraten, wovon du sprichst? Tu nicht so scheinheilig. Du hast Lars die Prüfungsaufgaben geklaut und mir in die Tasche geschmuggelt. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Was hab ich mit deinen scheiß Prüfungsaufgaben zu tun? Du versuchst doch die ganze Zeit, Lars und mich auseinanderzubringen. Das ist lächerlich. Nein, Felix, das sehe ich genauso.
Aber das wird dir nicht gelingen. Ich habe so eine schäbige Tour. Jetzt begreife ich. Du wolltest Lars die Klausurfragen abgreifen. Deshalb steigst du mit ihm ins Bett. Ich dachte schon, sie will mich nur eifersüchtig machen. Du hast so eine schmutzige Fantasie. Wie kann man nur so niveaulos sein? Angenommen, ich hätte die Fragen geklaut. Dann schleppe ich die doch nicht Tage nach der Klausur immer noch mit mir herum. Und schon gar nicht, wenn ich zu dir gehe. Jeder macht mal einen Fehler, vor allem wenn man sich so sicher ist wie du und alle anderen für blöd hält. Mit deinen Unterstellungen erreichst du gar nichts mehr. Gib doch einfach zu, dass du mir mein Glück nicht gönnst. Billiges Flittchen. Felix, das reicht. Ich klaue keine Prüfungsunterlagen. Wenn du auf Vanessas mieses Spiel reinfällst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Was für eine erbärmliche Show. Eine Möglichkeit haben wir noch. Und? Leider auch nichts. Also jetzt gibt's nicht mehr viele Plätze, wo wir suchen können. Nicht traurig sein. Vater wird den Verlust schon verschmerzen. Aber ich ärgere mich trotzdem, dass ich nicht besser auf sein Geschenk aufgepasst habe. Da muss ich dich jetzt wohl auf andere Gedanken bringen, hm? Was hast du denn vor? Lass dich überraschen. Leonard, hallo. Was macht ihr denn hier? Also, Ich habe was verloren und Leonard hilft mir beim Suchen. was hältst du davon, wenn wir jetzt in der Kneipe weitersuchen? Stimmt, da hatte ich ihn auch noch. Ich habe mir noch Isabel gezeigt. Hallo? Hallo Donald, Ansgar von Landstein hier. Ansgar. Lange nichts gehört von Ihnen. Es ist langweilig in Singapur, seit Sie nicht mehr da sind. Ich vermisse unsere Deals. Ja, deswegen rufe ich auch an. Ich würde Ihnen gerne eine Investition vorschlagen. Sie machen mich neugierig. Wollen wir das weitere nicht persönlich besprechen? Ich fürchte, dafür wird die Zeit nicht reichen. Ich habe zufällig gerade in der Schweiz zu tun. Das süße Bankgeheimnis, Sie verstehen. Gegen 8 könnte ich bei Ihnen im Büro sein. Nein, lieber nicht, obwohl mir die Zeit sehr gut passt. Verstehe. Sie wollen nicht, dass uns jemand zusammen sieht? Ganz genau. Was halten Sie davon, wenn Sie mich einfach noch mal anrufen, wenn Sie wieder hier sind? Okay. See you later. Ja, bis später. Was gibt's denn? Ich würde Ihnen gerne das Konzept für ein neues Magazin vorstellen. Frau Jones, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nicht wegen jeder Kleinigkeit belästigen würden. Wie Sie meinen. Ach, Graf Landstein, ich hätte jetzt alle Unterlagen zusammen. Sehr schön. Sagen Sie, was ich Sie noch fragen wollte? Ja, ich habe ein Treffen mit einem Co-Investor arrangiert. Ja, sehr gut, da kann ich ihm ja die Details erläutern. Das wird nicht nötig sein. Ich treffe mich allein mit ihm. Ich dachte, das ist unser Geschäft. Ach, wissen Sie, das ist ein eher persönlicher Kontakt. Vergessen Sie bitte nicht, dass ich das Geschäft angebahnt habe. Ohne mich, Ja, ich weiß. Könnte ich jetzt bitte die Unterlagen haben? Herr von Beinbach, entweder wir spielen nach meinen Regeln oder wir spielen gar nicht. Ja, also gut, wenn Sie glauben, dass ein Treffen zu zweit erfolgversprechender ist, dann... Ja, vielen Dank. Viel Erfolg. Um was für ein Spiel geht's denn da? Wo der kleine Lakai wieder ums Mitspielen betteln muss. Die Einsamkeit scheint dein Wahrnehmungsvermögen zu trüben. Aber woher sollst du auch wissen, wie es unter richtigen Geschäftsleuten so abläuft? Entschuldigung, darf ich mal eben? Ich hab ihn. Echt? Oh, gut. Das ist nicht der von Cecile. Nein, leider nicht. Schade. Wir finden ihn schon. Nehmen wir es als gutes Zeichen. Irgendwo muss er doch sein. Du scheinst dich ja mit unserer Stiefmutter bestens zu verstehen. Es ist eben nicht immer alles wie ein Märchen. Und außerdem hat die Suche nach dem Ohrring auch ein Gutes. Na, was? So lerne ich deine bessere Hälfte kennen. Aber kein Wort zu Cecile.
Ich habe den Ohrring gefunden. Sehr witzig. Glaubst du mir jetzt? Danke. Von mir auch, vielen Dank. Auf den glücklichen Fund stoßen wir jetzt erstmal an. Also ich wollte eigentlich direkt aufs Schloss zurück. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch mitnehmen. Ja, gerne, aber... Nein, Quatsch. Wir gehen jetzt erstmal zu uns nach oben und machen uns noch einen schönen Abend, würde ich vorschlagen. Danke. Gute Idee. Auf die glückliche Finderin. Aber das ist doch eine super Idee, oder? Ich weiß nicht. Wie soll das ein toller Abend werden, wenn Cecile dabei ist, die als Einzige keine Ahnung von uns hat? Sieh doch nicht alles so schwarz, bitte.